Hallo Freunde, Wolfgang hier. Heute lösen wir eines der letzten Mysterien des Bastelebens, und zwar das Zusammenfalten von Bandsägeblättern. Wenn so ein Bandsägeblatt geliefert wird, dann ist es ja zusammengefaltet in 3 Schleifen, ideal zum Transportieren und zum Lagern. Das wirkt ja sehr unschuldig und spannungsfrei. Wenn man es auffaltet, merkt man aber, dass da doch einige Spannung drinnen ist. Für mich war es lange Zeit eine Herausforderung, das Sägeblatt nun wieder zusammenzufalten. Gar nicht so einfach. Ich habe mir dazu einige Videos auch angeschaut auf YouTube, um den Dreh rauszukriegen, aber es ist schwierig geblieben. Es war für mich bis zuletzt ein Mysterium. Da ich so einen Zustand aber nicht aushalte, habe ich jetzt so lange trainiert, bis die Systematik für mich erkennbar war. Das Rätsel ist nun gelöst und ich kann das jetzt mit euch teilen. Ich habe hier 3 Markierungen angebracht, die dienen der besseren Erkennbarkeit im Video und sind beim Üben auch ziemlich hilfreich. Es beginnt damit, dass man das Sägeblatt ein bisschen breiter anfasst. Ich drehe die Hand schon etwas ein, dann tun wir leichter, man kann aber auch so, muss man nicht. Und jetzt setze ich das Blatt so unter Spannung, dass dieses Muster entsteht. Das ist der Ausgangspunkt für meine 3 Bäuche, die sich jetzt entwickeln, bzw. meine 3 Schleifen. Ich habe hier vorne meine grüne Schleife, die grüne Markierung. Die kontrolliere ich durch Zusammenschieben und Auseinanderziehen des Blattes. Hier rechts bei mir habe ich die rote Schleife, die kontrolliere ich mit dem Daumen der rechten Hand. Und auf der linken Seite die gelbe kontrolliere ich mit dem kleinen Finger der linken Hand. Und jetzt füge ich dieses Muster so zusammen, dass sich die mittlere Schlaufe in die beiden äußeren einfügt. Das entsteht aus diesem Muster hier heraus. Schauen wir es uns in einer anderen Perspektive an. Aus diesem Muster heraus fügt sie das Grüne, die vordere Schlaufe, in die beiden äußeren ein. Und so habe ich gewonnen. Sobald das einmal so aussieht, habe ich schon gewonnen. Ja? Also das Wichtige ist als erstes einmal dieses Muster, dieses räumliche, geometrische Raummuster zu bekommen. Und dann Kontrolle ausüben über alle 3. So wäre, ja, so geht es auch. Okay. Aber ich finde es besser, wenn die mittlere Schlaufe zwischen den beiden äußeren liegt. Und das ist es. Wenn man das einmal heraus hat, geht es dann ganz schnell. Die Hände machen das dann schon von alleine. Man braucht dann nicht mehr nachdenken. Das geht dann ruckzuck. Ja. Zum Üben kann ich euch die Markierungen doch sehr empfehlen. Das hilft am Anfang, den Überblick zu wahren, wo sie die 3 Schlaufen herausbilden. Einmal noch dieses Muster, rechts nach oben, links von unten und die mittlere Schlaufe dreht sich zwischen die beiden äußeren ein. So, und jetzt den ganzen Vorgang 1:1 nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich habe hier 3 Markierungen angebracht, die dienen der besseren Erkennbarkeit im Video und sind beim Üben auch ziemlich hilfreich. Es beginnt damit, dass man das Sägeblatt ein bisschen breiter anfasst. Ich drehe die Hand schon etwas ein, dann tun wir leichter, man kann aber auch so, muss man nicht. Und jetzt setze ich das Blatt so unter Spannung, dass dieses Muster entsteht. Das ist der Ausgangspunkt für meine 3 Bäuche, die sich jetzt entwickeln, bzw. meine 3 Schleifen. Ich habe hier vorne meine grüne Schleife, die grüne Markierung. Die kontrolliere ich durch Zusammenschieben und Auseinanderziehen des Blattes. Hier rechts bei mir habe ich die rote Schleife, die kontrolliere ich mit dem Daumen der rechten Hand.
und auf der linken Seite die gelbe kontrolliere ich mit dem kleinen Finger bzw. der linken Hand. Und jetzt füge ich dieses Muster so zusammen, dass sich die mittlere Schlaufe in die beiden äußeren einfügt. Ja? Das entsteht aus diesem Muster hier heraus. Schauen wir es uns in einer anderen Perspektive an. Aus diesem Muster heraus fügt sie das Grüne, die vordere Schlaufe, in die beiden äußeren ein. Und so habe ich gewonnen. Sobald das einmal so aussieht, habe ich schon gewonnen. Ja? Also das Wichtige ist als erstes einmal dieses Muster, dieses räumliche, geometrische Raummuster zu bekommen und dann Kontrolle ausüben über alle drei. So wäre, ja, so geht es auch. Okay. Aber ich finde es besser, wenn die mittlere Schlaufe zwischen den beiden äußeren liegt. Und das ist es. Wenn man das einmal heraus hat, geht es dann ganz schnell. Die Hände machen das dann schon von alleine. Man braucht dann nicht mehr nachdenken. Das geht dann ruckzuck. Ja. Zum Üben kann ich euch die Markierungen doch sehr empfehlen. Das hilft am Anfang, den Überblick zu wahren, wo sie die drei Schlaufen herausbilden. Einmal noch dieses Muster, rechts nach oben, links von unten und die mittlere Schlaufe dreht sich zwischen die beiden äußeren ein. Das war's. Diesmal ganz kurz und schmerzlos. Ich hoffe, ihr könnt was anfangen damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.